Herzlich willkommen zu meinem Podcast. Eine Nachricht aus meinem Herzen will zu dir. In order dafür, dass wir auf der Erde eine wirkliche Wandlung zustande bringen, dass wir im Bewusstsein der Menschen eine wirkliche Wandlung zustande bringen, ist das Verstehen von der Welt und den Dingen, wie sie erscheinen, absolut essentiell und notwendig. Es ist Zeit zu erkennen, was hier alles gespielt wurde auf dieser Erde. Und mit was ich konfrontiert bin. Was wirklich Realität eigentlich ist. Was das Universum ist, was wir sind. Was unsere Aufgabe ist auf der Erde. Warum sind wir inkarniert? Warum gibt es diese Schwierigkeiten? Was sind das für Agendas? Was passiert da? Wenn wir einfach ohne Bewusstsein direkt unseren eigenen Emotionen im Augenblick folgen, dem Verstand, der laut redet und sagt, das und das und das musst du jetzt tun und so weiter, dann sind wir sehr, sehr häufig, ausschließlich, durchgängig, meistens in der Situation, Opfer der Umstände zu sein und folgen den spontanen Emotionen, die in uns sind. Und diese können sehr schnell Separierung, Krieg, Schwierigkeiten und so weiter hervorrufen. Und es ist absolut wesentlich, wenn wir erkennen, wer wir wirklich sind als Menschen und wenn wir erkennen, wie die Erde funktioniert oder was wir da eigentlich begegnen. Was sehen wir mit unseren 5 Sinnen? Ja? Das kann alles verändern. Das verändert alles in unserem Leben. Weil unser Bewusstsein, das, was wir nah wahrnehmen können, in uns, was wir denken, was wir fühlen, was wir glauben, hat die Kraft, dass es sogenannte Außenrealität erschafft. Dieses Wissen, was ich habe ich in mir gefunden. 2006 ist das in mir, in diesem unglaublich starken Event, in dieser Meditation passiert, dass ich an meinen wissenden, unsterblichen Anteil angeschlossen wurde und verstanden habe, dass wir in diesem Kern, der uns ausmacht, ungetrennte Einheit sind. Und dass wir auch hier ungetrennt vom göttlichen Bewusstsein sind. Und ich durfte jeden einzelnen Schritt, Learning by Doing, wirklich erfahren. Alles, was ich sage, hat totale Bodenständigkeit. Ich habe gesehen, dass wir ein Wissen in uns haben, was wirklich auch mit den allermateriellsten Dingen umgehen kann. Zum Beispiel, was einen in einem Ort, den man nicht kennt, an die richtige Stelle führen kann, in der einfachsten, unkompliziertesten Form, was genau weiß, wann welcher Zug und welche U-Bahn und welcher Bus fährt und wo ich aussteigen muss und nicht aussteigen muss. Was aber auch zum Beispiel, als wir früher eine Produktion hatten, mein Mann und ich von Mode, genau weiß, wie Maschinen zum Beispiel zu reparieren sind und vieles mehr. Dieses Bewusstsein ist das, was wir in uns haben. Das, was wir gelernt haben in unserem Verstand, ist unglaublich limitiert. Und das, was ich sage, kommt aus diesem angeschlossenen, wissenden Anteil in mir, der hier inkarniert ist, um dafür zu sorgen und mitzuhelfen und entscheidend da zu sein, dass Menschen zu der wahren Essenz und Kraft und Göttlichkeit in sich aufwachen und erkennen, sie sind die Schöpfer ihrer Realität, ihres gesamten Universums, was sie wahrnehmen. Und es geht darum, dass wir klar anfangen zu erkennen, wir erschaffen, was wir sehen, und dass wir das, was wir nicht sehen wollen, drehen. Neu schaffen,
neu erschaffen, so dass die Welt Weisheit, Liebe, Miteinander und Entfaltung an oberster Stelle hat und nicht genau das, was wir jetzt sehen. Vielfach. Meine innere Stimme hat mir während der C-Zauberkrankheit erklärt, das, was ich da draußen sehe, existiert nicht. Es existiert nur in meinem Verstand. Ich habe eine ganze Weile gebraucht, um das zu verstehen, weil ich habe diesen Lehrer von Dingen in mir und ich lerne das peu à peu von innen, wie das tatsächlich funktioniert. Und das, was ich sage, ist das, was ich von innen lerne. Jetzt hat mich es unglaublich gefreut, dass ich ein Interview in Amerika gehört habe mit dem Menschen, der den höchsten gemessenen IQ auf der ganzen Erde hat. Dem intelligentesten Mann, den es überhaupt gibt. Und er sagt dasselbe. Der sagt überhaupt in allen Punkten das, was ich von Ihnen weiß. Weil er nicht nur einen sehr, sehr hohen IQ hat, sondern weil er auch offensichtlich an seiner Intuition angeschlossen ist. Denn alle Innovation kommt aus der Intuition, kommt aus diesem Bereich, aus dem ich auch spreche. Kommt aus dem Bereich, der wirklich wissend ist, der beyond, über und außerhalb von unserem Verstandesdenken ist. Es ist wesentlich zu verstehen, dass wir in einer Gesellschaft aufgewachsen sind, alle schon lange, auch über Generationen, wo überall Manipulation in Bezug auf die Wahrheit und die Wirklichkeit Realität ist. Egal, ob das in den Schulsystemen ist und das, was man in der Schule lernt, als Realität. Egal, ob das in den Universitäten ist und das, was man lernt in den Universitäten. Das hat alles ein bestimmtes Agenda, dass die Menschen auf keinen Fall da hineinkommen in das, was ihre Erinnerung ist. Weil in dem Moment, wenn wir an das anschließen, was wir in uns haben, kann niemand einem mehr ein X für das U vormachen. Wir hatten jetzt gerade, vor ein paar Jahren dieses Zauber-C-Krankheitsszenario, was ein Zauberszenario war, was das Bewusstsein der Menschen getestet hat, auf welcher Ebene bin ich? Bin ich folgsam im System und glaube ich den Manipulationen, die ich in meiner ganzen Schulzeit schon gelernt habe, nämlich, dass das, was ich lerne, ist das, was richtig ist und das, eine Regierung ist ja auf jeden Fall für die Menschen und all diese ganzen Geschichten. Oder bin ich in der Lage, selber zu denken und zu erkennen, wow, da sind ganz andere Agenten am Werk, die sozusagen quasi die Freiheit des Einzelnen nicht binden wollen und in ihre eigenen Projekte hinein manifestieren wollen. Du nimmst wahr, was du wahrnimmst in deinem Feld, entsprechend deinem Bewusstsein. Deswegen kann man auch sagen, gibt es dieses Spalten zwischen Menschen. Die einen, die in diese Richtung gehen, die anderen, die in diese Richtung gehen und die sich zum Teil fast gar nicht mehr miteinander auch nur ansatzweise unterhalten können. Weil je nach Bewusstsein erschaffen wir eben tatsächlich völlig unterschiedliche Realitäten. Unser Bewusstsein nimmt das wahr, interpretiert das, was wir sehen und gibt das wieder nach außen ab als Energie, was weiter entsprechend erschafft. Wenn wir also gelernt haben, wir müssen einfach folgen und die Dinge aufnehmen und annehmen und wir könnten Informationen
tatsächlich aus den Zeitungen bekommen oder wir könnten auch Informationen aus dem Internet bekommen oder wir könnten auch relevante Informationen von ChatGPT bekommen oder wir könnten relevante Informationen von AI bekommen und das nicht hinterfragen können, weil wir gelernt haben, so geht das, so funktioniert das und da ist die Wahrheit, dann sind wir möglicherweise sehr beschränkt in unserer Bewegungsfreiheit und Raum auf der Erde. Wenn wir aber anstattdessen den allermeist hijacked, übernommenen Punkt in uns aktivieren, der über das Herz geht, über die Gefühle geht, über das Wissen, was von unten kommt, über die Intuition geht, über das Herz geht, über die innere Stimme geht, haben wir erst den wirklichen Zugang zur Wahrheit, zur wirklichen Wahrheit aktiviert. Und warum ist dieser Punkt am allermeisten hijacked oder übernommen? Weil es das Tor zu unserer Wahrheit, zu unserem tatsächlichen Sein ist, zu dem, was wir wirklich sind. Zu dem, dass du das Zentrum in deinem Reflexionsuniversum bist und du alles das, was du in deinem Verstand hast, was du verstehen kannst, aber auch das, was dein unsterbliches Wesen ist und was da durchwirkt, trotz allem, auch wenn es noch so, wie sagt man, hijacked ist, dass du die gesamte Realität außen selber erschaffst. Das darfst du nicht wissen. Dass du frei bist, dass du alles erschaffen könntest, wenn du an dein Inneres glauben würdest, an das, was du wirklich weißt. Und dieses Innere, das, was wirklich uns Menschen ausmacht, ist ungetrennt, ist dasselbe, was den Kern von jedem anderen Menschen ausmacht, egal ob er ein Mörder im Gefängnis ist, ob er an der obersten Regierungsstelle steht, ob er genau dein Nachbar ist, ob es derjenige ist, mit dem du den größten Krach hast, oder ob es dein bester Freund ist oder deine eigene Familie ist. In dem Moment, wo wir das anfangen zu verstehen und sehen, okay, das ist die Beschränkung in meinem Bewusstsein und das, was ich gelernt habe, dass ich Separierung wahrnehme. Und ich meine, wenn wir in einer Gesellschaft von Verstand unterwegs sind, erleben wir alles als separiert. Was ist eine der größten Krankheiten auf unserer Erde im Moment? Loneliness. Sich alleine zu fühlen. Vollkommene Einsamkeit. Auch wenn ich viele Freunde habe. Natürlich spielt sowas wie Social Medias und all diese ganzen Geschichten eine Rolle dort, weil wir da ja trainiert werden, sozusagen zu warten, dass wir Likes bekommen für das, was wir haben. Und wenn wir keine Likes bekommen, dann sind wir nichts. Und das ist eine der größten Verdrehungen. Loneliness ist die Krankheit, dass wir nicht mehr den Zugang zu dem in uns finden, was wir wirklich sind. Nämlich alles, was ist, göttliches Bewusstsein. Eine Reflexion von dem Göttlichen. Das Christentum, der Kern von dem Christusimpuls ist auf der Erde klarzumachen, das Göttliche ist in dir. Natürlich kommt sofort die katholische Kirche zu dem Zeitpunkt mit katholisches Empire, römisches Reich.
und verdreht das, worauf es ankommt. Und dass diese Verdrehungen, worauf es ankommt, sind auf der anderen Seite die Dualität, in der wir leben, weil ohne die Dualität könnten wir natürlich als vollkommene Wesen, was wir wirklich sind, ungetrennte Teile des einen Seins, des göttlichen Seins, des göttlichen Bewusstseins, gar nicht in die Reflexion kommen und Bewusstsein von uns erlangen. Mit anderen Worten kannst du sagen, zu inkarnieren bedeutet für das Göttliche eins sein, sich selbst auf andere Art und Weise wieder zu erfahren, zu erinnern und damit ein neues Bewusstsein von sich zu haben, als ohne das Spiel der Inkarnation. Aber es ist ein Spiel, ein Erfahrungsspiel, ein Bewusstseinsspiel. Jeder Einzelne hat die Kraft in sich, wenn wir in die Anbindung, in die Verbundenheit mit dem unsterblichen Teil in uns kommen. Alles zu heilen, die ganze Erde zu heilen, zurückzuführen, wieder in das, was im Zusammenhang steht. Dass tatsächlich füreinander da ist und nicht Geldgier gegeneinander und Agendas, die alles sich unter den Nagel reißen wollen, um wenigen Hanseln das gesamte Geld zufließen zu lassen, die Macht zufließen zu lassen und zu meinen, sie könnten die Welt kontrollieren und die Menschen. Allerdings ist es an dir, in deine Kraft zu gehen. Ist es an dir, welchen Teil glaube ich? Lasse ich mich über meinen Verstand, über Außen, über die Dinge, die ich einfach glaube, motivieren? Oder fange ich an, mit dem in mir in Kontakt zu treten, wo ich eine tiefe Resonanz für das Tatsächliche, für die Wahrheit in mir fühlen kann? Und lasse ich mich von dort führen? Gehe ich in mir in den Zusammenhang von allem, was ist? Entsprechend sieht mein Leben aus, solange ich glaube, dass die Umstände von außen mein Leben bestimmen und ich denen zu folgen habe, gebe ich meine Kraft an diese Agendas ab. Wenn ich erkenne, dass ich göttliches Bewusstsein bin und ungetrennt bin von allem und anfange, durch mein Bewusstsein, durch meinen Fokus, durch mein Fühlen, durch mein inneres Manifestieren, inneres Fokussieren, die Welt realisieren kann, die ich wirklich sehen will, wo die ganzen Agendas, die dafür sorgen wollen, dass dein ganzer Besitz irgendwann mal weg ist und du brav, kontrolliert, folgst, freundlich irgendwelchen Agendas von außen, die dich zu einem Roboter machen wollen. Ist es an dir, das zu entlassen, das in dir zu befreien, alles in dir zu befreien, was nicht dem entspricht, was du wirklich im Herzen sehen willst. 2020 habe ich ja schon ein paar Mal gesagt, habe ich dieses Ereignis gehabt, dass die Plejaden zu mir gekommen sind und mir gesagt haben, es ist an mir, die Welt zu erschaffen, die ich wirklich sehen will. Und der ganze Aufwachprozess und der Wandlungsprozess auf dieser Erde
in die Angebundenheit, in das Paradies auf Erden, in die neue Zeit, in das 5. Dimensionsbewusstsein, egal wie du das nennst, ist meine Aufgabe in mir diesen Weg zu gehen. Es ist mein Thema, wie viele Kriege passieren, wie viele Menschen sterben müssen, wie viele Dinge passieren müssen, bis ich aufwache. Und dasselbe gilt für dich. In deinem Universum, du bist das Zentrum in deinem Universum. Erkenne deine wahnsinnige Kraft. Du siehst, was du erwartest. Es ist in deinem Kopf. Ich habe mich wirklich gefreut, dass ich, nachdem ich das erkannt habe, von innen, geführt durch meine innere Stimme, überall immer mehr Menschen gefunden habe, die genau das Gleiche sagen. Inklusive, wie ich es auch schon ein paar Mal gesagt habe, 3 Nobelpreisträger aus der Wissenschaft. Das Universum ist eine Reflexion unseres eigenen Bewusstseins. Die Erde ist eine Reflexion unseres eigenen Bewusstseins, ein Hologramm, ein Spiegel. Und es findet in unserem Verstand statt. Hier liegt ein Schlüssel in unwahrscheinliche Kraft in deinem Leben. Es geht darum, die Regierung, die außen ist, loszulassen. Und die Regierung in dir zu aktivieren, zu nützen und mit ihr dein Leben zu gestalten. Es geht darum, die alten Strukturen, die Strukturen von außen loszulassen und den Strukturen aus der Angebundenheit, aus dem Herzen, aus dem Inneren in dir, diesen Strukturen zu folgen. Ich kann nur sagen, als ich hier nach Asien gekommen bin, geführt von innen vor 5 Jahren, mehr als 5 Jahren, habe ich restlos losgelassen, irgendetwas selber machen zu wollen und habe das an dieses Wissen in mir abgegeben und bin seither für die Welt, für die Menschen tätig, mit allem, was ich mache, so dass der ganze Prozess immer schneller und immer schneller gehen kann. Und ich kann dir nur sagen, die Antwort auf dieses Übergeben an dieses viel höhere Bewusstsein in mir hat ausschließlich Wunder über Wunder über Wunder über Wunder in mein Leben gebracht. Wenn wir krank sind, und ich habe mich selber durch schwerstes Rheuma hindurch gearbeitet, um wirklich diesen Schritt des kompletten Loslasses machen zu können, weil ich war ja schließlich Modedesignerin mit eigener Marke, ja. Wenn wir krank sind, ich habe mich von innen heilen können, wenn wir krank sind, wenn wir Schmerzen haben, wenn wir depressiv sind, wenn wir ein miserables Leben führen, wenn wir die Dinge nicht tun können, die wir wirklich tun wollen, sind wir nicht in Übereinstimmung mit dem wissenden Anteil in uns. Je mehr wir in Übereinstimmung mit dem wissenden Anteil in uns kommen, umso mehr wandelt sich in uns alles in Richtung Freude, Leichtigkeit, Wunder, Erfülltsein, tiefes Erfülltsein. Und es wandelt sich auch das Außen und Drumherum entsprechend. Heute lebe ich im physischen Paradies. Es ist an dir, deine Kraft zurückzunehmen. Und es ist an dir, das zu nützen. Die gewaltigste, größte, höchste Technology, auch wenn sie noch so sehr besetzt ist in dir, über dein Herz, über deine Intuition, über deine innere Stimme und damit dein Leben
restlos zu befreien, zu entfalten und in deine Größe zurückzukommen. Die Überlagerung, dieser hijacked point, dieser übernommene Punkt ist nicht gut genug zu sein. Schlussendlich sich nicht wirklich glauben zu können. Wisse, das ist eine Manipulation, dich sicher aus deiner Kraft zu halten. Erkenne das Licht in dir. Ich freue mich von ganzem Herzen auf dich das nächste